Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Digital Practices for Inclusive Programs. Das Projekt zielt darauf ab, innovative Wege zu schaffen, die digitale Pädagogik fördern, um ein höheres Maß an Inklusion und Teilhabe von Zugewanderten mit besonderen Bedürfnissen zu ermöglichen und dadurch die Beschäftigungsfähigkeit zu stärken und die soziale Integration zu verbessern. Zu den Projektzielen gehören die Entwicklung eines innovativen, qualitativ hochwertigen und integrativen Programms auf der Grundlage bestehender digitaler Werkzeuge, das auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet ist, die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten von AusbilderInnen und ihrer Kompetenzen bei der Gestaltung und Umsetzung maßgeschneiderter Kurse für Zugewanderte mit besonderen Bedürfnissen sowie die Verbesserung der sozialen Eingliederung von Zugewanderten mit besonderen Bedürfnissen. Neben Iberica aus Deutschland arbeiten am Projekt auch Partnerorganisationen aus Italien, Griechenland, Schweden und Dänemark. Zu den Projektergebnissen gehören die interaktive Forschung und Analyse zu Inklusionsprogrammen, Pilotkurse für Integrationsprogramme, eine interaktive Plattform mit Tutorials für die Umsetzung von integrativen digitalen Programmen und ein Leitfaden für die Übertragbarkeit von Praktiken auf andere Sektoren. Wir haben uns entschieden, im Rahmen des Projekts ein Rezept zum Einsatz von Sprach- und Videonachrichten in Moodle zu erstellen. Unser Rezept gibt detaillierte Informationen zu Zielgruppe, erforderlicher Hard- und Software sowie dem Niveau der vorausgesetzten digitalen Kenntnisse und Fähigkeiten von Lehrenden und Lernenden. Es erklärt außerdem schrittweise den Einsatz des Plugins und bietet Links und weiterführende Informationen. Das Rezept finden Sie auf der oben angegebenen Webseite. Viele Lernende sind mit Sprach- und Videonachrichten vertraut und nutzen sie bereits privat bei der Kommunikation über Nachrichtendienste wie WhatsApp. Die Arbeit mit Sprach- und Videonachrichten ist geeignet, um eine Vielzahl von Teilnehmenden anzusprechen und sie in den Unterricht einzubeziehen. Dies kann auch das Problem der Zugänglichkeit für diejenigen lösen, die strukturelle und soziale Probleme haben, einschließlich schwieriger häuslicher Bedingungen, familiärer und beruflicher Verpflichtungen sowie von Personen, die körperliche und psychische Behinderungen haben, wie unterschiedliche Seh- und Hörfähigkeiten, soziale Ängste und Legasthenie. Außerdem können Sprach- und Videobotschaften auf jedem Sprachniveau und zu jedem Thema eingesetzt werden. Lehrende können so allen die gleiche Chance geben, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und sicherstellen, dass die Lernenden trotz aller Einschränkungen und Hindernisse, auf die sie stoßen, weiter lernen können. Um Sprach- und Videonachrichten in Moodle zu nutzen, benötigt man ein Plugin. Dies gehört zu den Standardfunktionen des Moodle-Forums und steht somit kostenlos zur Verfügung. Es ist somit keine zusätzliche Installation erforderlich, was es für Lernende und Lehrende gleichermaßen sehr benutzerfreundlich macht. Wenn wir Sie neugierig auf unser Projekt und auf die Rezepte gemacht haben, schauen Sie doch einmal auf unserer Projektwebseite vorbei.